First Fingerboard. Was für ein Museum? Die größte Pro-Fingerboard-Firma der Welt ist in Deutschland, der Black River Firmenrundgang. Schau, da hatten wir hier das Tomcat Graphic. Oh, nice. Jetzt gibt es hier die Folien. Wenn das heiß ist, dann wird es hier durchgeschoben und da ist schon 1000-mal drauf lackiert worden. 3 Rams hast du hier, brauchst gar nicht anfangen zu zählen, oder? Unzählige. Mikroskop kontrolliert. Es gibt die verschiedenen Shapes, coole Größen und Concaves. Da ist ein Park, der geht nach Los Angeles. Wer bist du eigentlich? Ich bin in den 7 Meter langen Fingerboard. Zutritt nur für berechtigtes Personal. Heute darf ich euch mitnehmen hinter die Kulissen von Black River. Nach dem Intro geht's los. Flamingo Air, yeah, in video games, yeah. So, wir sind hier gerade am Müslin. Martin auch noch mal am Frühstücken. Das hier ist alles eine Bestellung. Wo geht's hin, Martin? Das ist Exodus Ride Shop in den USA, ein Skate Shop. War gut bestellt. Ich habe den Martin noch gar nicht vorgestellt. Wer bist du eigentlich? Ich bin Martin Ehrenberger und bin einer von den 2 CEOs von Black River. Und wir sind gerade im Office bei uns hier. Alter, wie viele Rams hast du hier? Brauchst gar nicht anfangen zu zählen, oder? Unzählige. Hier drüben ist der Packraum. Da wird alles gepackt. Also wenn du im Online-Shop was bestellt, dann wird es hier gepackt. Hier oben sind die ganzen Rollen. Bam. Natürlich mit Kugellager, für die sich noch nicht so richtig mit Fingerboarden auskennen. Martin ist der beste Fingerboard-Producer, High Level. Alles made in Germany. Wahrscheinlich nicht alles, aber das meiste ist made in Germany. Alles, was wir verkaufen von Black River. Und also alles ist made in Germany. Und die Achsen halt, die sind halt auch das einer der Merkmale. Und hier, das ist so eine Boardstock. Da gibt es die verschiedenen Shapes, Größen und Concaves. Und schön sortiert auch. Muss man auch. Alles geordnet. Sonst kriegst du es nicht verschwendet. Doggy Dog bewacht den Lagerraum. Komm, wir gehen mal zur Boardproduktion. Die Boardproduktion ist zugesperrt. Safe. Ja, richtig cool, dass man da mal so einen Eindruck bekommt hinter den Kulissen. Und ich finde es auch immer beeindruckend, wie groß das Ganze ist. Kartonlager, da ist ein Park, der geht nach Los Angeles, geht der. So slush kalt. Der geht nach L.A. Der geht nach L.A. Park. Riesending. Hier noch ein Game of Skate Table. Das ist der Hammer. Das ist der Und Hammer. hier ist die Produktion. Zutritt nur für berechtigtes Personal. Oh, das ist eine Ehre, hier drin sein zu dürfen. Hier pressen wir die Boards. Das sind die Molds drin. Hier. Und dann kommen die Boards raus. Das ist ein spezieller Leim von uns. Spezieller Leim. Formstabil ist der. Also hier werden alle Black River Decks hergestellt, die du alle verkaufst. Komplette Produktion findet hier in diesem Raum statt. Und wie viele Leute sind hier in dem Raum beschäftigt? Hier haben wir 3 Leute, die Boards produzieren. 3 Leute machen alle Decks, die hier produziert werden. Und hier sind so Stocks. Das sind alles die Rohlinge. Das sind sozusagen die Uhrwerkmacher, die ausgebildeten 3. Ja, Manufaktur. Ja, Eine richtige Manufaktur. Hier wird Kopier gefräst. Ah, hier ist so ein richtig kleines Deck drin. Und da wird ein Shape rausgefräst. Da wird dann ein bisschen die Shapes, die werden dann, dann Und eingespannt. dann steckt es da so drauf und die Fräse geht außen rum. Und hier werden dann die Kanten geschliffen an der Maschine.
geht man dann so rum und schleift die Kanten. Und dann haben wir hier drüben Die Kiste. Naja, wenn man so viel Schatten will, hast du auch immer ein bisschen Waste, ne? ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir auch einen Laser, da machen wir die ganzen Logos, lasern wir in die Boards rein. Und dann, was richtig cool ist, mein Favorite. Dein Favorite? Ja. Hier haben wir nämlich unsere Hitzetransfermaschine. Und dann hat man hier, schauen wir mal hin, hier, schau, da hat man hier das Tomcat Graphic. Oh, nice. Das sind neue Folien. Gibt es hier die Folien. Und die werden dann hier, legt man sich dann im Rolling. Das ist 1:1 wie von einem großen Ja, und dann wird Skateboard-Produktion. es hier, wenn das heiß ist, dann wird es hier durchgeschoben und wird aufgebrannt. Und dann muss es wie beim großen noch eine Kante abgehen. Genau, das ist hier, schau, hier ist ein ganzer Sack voll abgezogene Fingerboardfolie. Das nimmst du dann einfach aus Geiz als Verpackungsmaterial. Ja. Das ist einfach nur cool. Einfach nur cool. Jeder Posten hat so seinen Ablauf. Da werden sie geshaped, gedruckt, rausgescratcht und dann kommen eventuell aber noch Achsen drauf. Ja, das machen wir, das ist vorne. Das ist eine Schraubstation, ja? Da haben wir auch eine Schraubstation. Und macht ihr die alle mit den herkömmlichen Skateboard-Tools? Nee, wir haben ganz normal Schraubenschlüssel und so. So Computerschraubenschlüssel, oder? Ja, so ganz kleine, feine. Hier werden die Boards lackiert, da liegt gerade nichts. Schau, das sind so Abstandshalter und da ist schon 1000-mal drauf lackiert worden, deswegen sind die so dick. Und auch hier, schau mal die Schicht an, die hier unten dran ist. Da hat einfach Tausende an Boards, das sieht man, wie dick die Lackschicht ist. Das sind so Platzhalter. Wahnsinn, wie viele passen da drauf? Das sind 120. Ja, 120. Kommt eigentlich auf die Graphic nochmal ein Lack oben drauf. Zuvor. Auf die Blankboards. Und also man slidet eigentlich auf der Folie, die drauf kommt. Genau, die Folie wird in den Lack gebracht. Aber mein Gedanke war jetzt letzte Woche, kann ich Nagellack oben drauf machen, dass die Graphic nicht so zerkratzt? Ja, vielleicht, aber der Nagellack ist weich und dann rutscht es nicht so. Und hier ist hier baue ich die ganzen Prototypen, die ganzen Parks und Rampen. Aber hier ist dein persönlicher Baureich. Ab und an, hier schaut es ja aus. Ja, es ist eine Werkstatt, Leute. Also Werkstatt, wer ein Künstler ist wie der Martin, da ist ein organisiertes Chaos einfach vorhanden, ja. Da geht es um das Ziel, dass man neue Sachen schafft und nicht wie ordentlich und schön hier alles ist. Vollsteg zum Einhängen. Ja? Ein Foilsteg. Also eine Halterung für einen Vollsteg. Ja, Martin ist auch ein Foil-Winger. Kennt ihr vielleicht? Das Das, wenn das Surfboard so ein bisschen aus dem Wasser geht. Tja, hier werden die ganzen neuen Ramps erfunden quasi und Prototypen gebaut. Von Martin persönlich. Und wir haben noch einen Raum, man glaubt es kaum. Hier drin ist Ware nicht auf Tische stellen. Hier ist Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle, deutsche Qualitätskontrolle. Made in Germany. Die Branding-Stempel gemacht und die Aufkleber werden drauf gemacht. Not bad. Hier die ganzen, das sind die Aufkleber, die auf die Rampen sind. Oh ja, sie sind voll lang, ne? Und dann halt werden die alle kontrolliert, dass die Steine richtig passen und alles. Okay. Hier sind die Brennstempel. Das sind die Brennstempel, Oh ja, die wir ja, haben. cool. Damit weiß man immer, wenn es eine originale Black River Rampe ist. Ja. Wenn wir die schönen Brennstempel drauf haben. Was ist mein Museum? Oder? Das ist das Bändchen für Essen. Ja, hier habe ich gerade Licht angemacht und bin einmal durchgegangen. Da sind die ganz alten Sachen drin. Das sind die ersten Boards, die wir gemacht haben und Zeug. Und dann Boards aus den 80er. Das waren so 80er Fingerboards. 80er Jahre. Das ist 80er Jahre.
Das ist ein Fingerboard aus den 80ern, muss man sich mal geben. Und das waren so. Eigentlich wahrscheinlich eine der ersten Fingerboards, die es so gab. Oder? Das zeigen wir das allerälteste. Wenn der Herr Gast schon hier. Das ist, so haben wir angefangen. Ja. Und so sind wir jetzt. Ja, viel breiter. Was ich lustig finde, wie im Großen, ist ja auch 7,5 war früher, ne? Und jetzt auch 8,25, 8,5 auch breiter geworden. Und so auch bei den Fingerboards, 1:1 identisch. Ja? Macht. Da war er noch auf Baker. Und hier ist ein Griffin Gas Girlboard. Double Achse. Hier haben wir Weiß Magazine Zeug gemacht. Ja, check die Weiß-Doku auf YouTube, die ist richtig cool geworden. Weißland. Weiß war hier. Da hat hier der Kollege in Berlin, der baut Mini. Okay, crazy. Das ist cool. Dann haben wir ein Longboard hier. Wir haben dann von Thomas D., von den Fantastischen Vier, haben wir mal Longboards gebaut. Die ersten Achsen. Die da hinten links ist ganz schön abgecrowned. Ja. Das ist ein cooler Ständer da hinten mit der Wurzel. Der Baumstamm. Der ist Hammer. Der ist Hammer. Wenn man so einen Ständer macht, wo auch ein Obstacle ist. Das ist halt auch geil. Hier ist einfach eine riesen Glasvitrine und ein Deck steht da drin. Wunderschön neues Deck. Komplettboard, was wir so dann rausgebracht haben. Wo wir dann Rollen alles hatten und Achsen und Holzboard. So. Das war so das erste. Und es sieht aus wie von heute, ne? Ja. Wie alt ist das? Das ist jetzt seit 2011 oder so. 11? Im heutigen Club. Standard. Das war 2005 Fingerboard Club in Moskau. Wann hast du dein erstes Fingerboard gemacht? Ich habe mein erstes Fingerboard gebaut. Boah, haben wir gleich von 2000 rum. Haben wir die ersten gemacht. Aber da hat man noch nicht dran gedacht, dass wir welche produzieren. Einfach nur für uns halt, ne? Ja. Das ist der Shop. Ja, der ist jetzt gerade leer, weil halt alles hinten ist. Also hier kann man auch reinkommen und ein Deck kaufen. Das ist unser Skate-Shop. Öffentlich. Hier kannst du reinkommen und dann hängt normal die ganze Wand voll mit Decks, aber die haben wir gerade hinten. Ja. Und dann kannst du hier rollen, Achsen, das ist ein reiner Hardware-Laden, keine Klamotten. Ja. Nur Hardware. Die Trucks. Alles. Eigentlich alles am Start, was man braucht was hier. man braucht, ja. Slime Wheels, alles mögliche. Hier sogar Bones, Lizzie Amanto. Schoner gibt es sogar auch. Die Schoner, richtig fette. Hier, das kann man noch zeigen. Hier, das ist unser Assembly-Raum. Hier werden die ganzen Achsen und Rollen alle zusammengebaut. Hier haben wir die Achsstifte und hier die Muttern. Das ist wie bei einer Uhren. Ah, das sind nicht die guten, das hier sind die. Wie bei einer Uhrenfertigung. Das sind die guten hier. Das sind die guten mit Das darf ich mir Lockner. 2 klauen. Ja. Okay. Heiß begehrt. Dann haben wir die Bases. Die sind heiß begehrt. Ja, Die ja. Muttern. Ja, ja. Boah, die sind heiß begehrt. Und hier, das sind halt, da werden die Kingpins eingebaut. Das war mal Kingpin. Bases. Und da ist schon Lenkgummi drauf. Und Das alles. sind die Hänger und in Nochmal diese Achsen. Hänger. In die Hänger wird dann hier. Ach, das macht man auch noch mal händisch. Ja. Uhrmacher-Style. Und die zu überprüfen, haben wir hier ein Mikroskop. Schau. Und da Die überprüfen wir. Fingerboards werden mit Mikroskop kontrolliert. Da überprüfen wir die Gewinde, ob die richtig geschnitten sind. Schau mal, wie klein es ist unter am Bildschirm. Zack. Siehst du es gut? Siehst du, richtig sieht cool. man, dass die Gewinde hier oben stumpf sind. Also der wird im Grunde aussortiert. Und so Quality-Kontrolle machen wir hier mit der Lupe. Und dafür kriegst du dann das Beste, was du kriegen kannst. Hier sind das Stickerlager, die Gramon-Sticker. Oh mein Gott, das ist, was ihr allein schon für Sticker zahlt. True Compo Stickers. Yeah. Alles am Start. Dinge Glitzer. wurden verboten. Die Glitzersticker, ja. Glitzer-Sticker.
Tja. Und hier werden die Boards dann verpackt. Hier die verschiedenen Shape-Packungen. Hier für die Rollen. Alles wirklich Hier haben Handarbeit. wir Jeder Schritt. Rip-Tapes. Dass die Achsstifte in die Achsen reingehen, das Ja, ja. staubt mich gerade. Wird alles Das ist wirklich, also maschinell. Alles. nix maschinell. Musst du brutal aber ist. kontrollieren, dass es passt. Ne? Hier Ja, ja. ist Skateboard-Stock. Das sieht auch cool aus hier. Philips an Bord. Gibt es natürlich auch das Fingerboard. Philipp? Für Fotos. Schau hier. Geil. Das ist so Nice. so. Ja, hier kann ich auch noch zeigen. Hier ist die Buchhaltung. Hier ist die Buchhaltung. Ja, gehört auch dazu. Ja, auf jeden Fall gehört dazu. Die Rechnungen verarbeitet und die Bestellscheine. Schön ordentlich. Super. Ja, ist ein richtiges Büro. Hier ist Weinreich. Das ist ja interessant hier. Darf man das zeigen überhaupt? Das ist so, wollte man Aprilschätze damit machen. Hier ist so mein Office. Hier sieht natürlich alles sauber und Martins Office. Hier ist was los. da wuselt's. Es fängt bei der Tür an und hört bei der Wand auf. Das ist ja eine krasse Farbe hier. Oh ja, Das kann man gar nicht definieren, was das ist. Mintgrün. die kommen erst Weihnachten. Oh ja, das ist natürlich Prototypen. hier ein Preview, was überhaupt rauskommen Ja, wird. und hier haben wir Diamond Coping, ein ganzes Stack. Das ist überragend. Ist eigentlich komplett neu. Das kommt neu. Ja. Komplett neu, kommt neu. Nicht hohl, massiv. Und da gibt es eine extra Maschine dafür. Das kann also noch nicht mal so leicht einer nachmachen. Alter, Der wird auch schön. was ist denn das? Das ist ja auch richtig gut. Geil, ja. 2 Höhen hast du. Na, dann bringen wir mal die Bändchen nach hinten. Ja, schauen wir mal wieder zur Event hier rein. Dann geht der Tag weiter. Ja, das passiert in diesem Lager einfach, dass einfach mal ein Skater vorbeikommt und einen Ollie über Bord macht. Weil alle Fingerboarder, also wow, die meisten, danke, die meisten Fingerboarder sind auch Skateboarder. Ja, so easy ist es. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wer von euch fingerboardet und wie lange? Die Szene ist real, die Szene ist da. Wer von euch fingerboardet und wie lange? Schreibt's bitte in die Kommentare. Jetzt sind wir hier auf der Bahn. Das zeigt doch mal der Janik. Hi, Janik, wir haben glaube ich mal geschrieben, ne? Das ist der erste Park, den Martin 1999 gebaut hat. 1999. Okay, Martin sagt, das war die allererste Mini-Ramp. Das ist der erste Park. Erste Park, ja, weil es eine Line für Mini-Ramps ist, das du gebaut hast. War es 1999? Das war 99. Und dann ist Street Fingerboarden aufgekommen immer mehr und dann habe ich den Park gebaut. Das war so eine zweite. Zweiter Park. Street Park. Aber der erste Park, vergesst es nicht, Leute, war ein Transition Park. Ja, haben wir mal bei einem Contest haben wir gedacht, wir müssen mal einen 7 Meter langen Fingerboard-Park bauen. Und dann haben wir hier den 7 Meter langen Fingerboard-Park gebaut. Ich stelle mich mal ganz hinten hin. Okay, das ist 7 Meter lang. Hallo Martin. Das war dann am Ende was schwer zu judgen, weil die Judger halt mal 10 Meter weggesessen waren. Ne? Ich musste fast ein Fernglas nehmen.
Aber nur ein Jahr gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein weiteres Video geht zu Ende. Abonniere jetzt kostenlos Black River und Tomcat Skateboarding.